Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, aber heute im Vorhinein auf jeden Fall wird es nicht so viel Gameplay zu sehen geben, sondern Shakes and Fidget Gameplay, sondern tatsächlich gehen wir heute mehr so ein bisschen in den theoretischen Teil von SF rein. Und ja, dazu habe ich mir einen, oder sagen wir mal den besten Spieler momentan rausgesucht, den es eigentlich so in Shakes and Fidget gibt. Und falls ihr euch irgendwelche Tipps und Tricks ablauschen wollt, dann von wem sonst als von dem Typen, der 3 Accounts momentan in den Top 10 in der internationalen Ehrenhalle besitzt, und zwar Bad News Ron. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass er sich die Zeit rausgenommen hat und mir einige Fragen beantwortet hat. Ja, er hat, ja, Bad News Ron, wer ihn eigentlich nicht kennt, sollte eigentlich jeden Begriff sein, ist der höchste Spieler zurzeit in Shakes and Fidget mit Level 558. Hat als erster Spieler Stufe 500 überhaupt erreicht und hat, wie gesagt, 3 Accounts momentan in den Top 10 in der internationalen Ehrenhalle. Und für alle Leute, die sich vielleicht wundern, ob das ein Bug ist oder so, ja, die da nicht so genau Bescheid wissen, nein, das sind wirklich 2 Accounts von einem und demselben bespielt, ja, und Don Serapio gehört auch noch zu Bad News Ron dazu, also 3 in den Top 10, ja, und mit Platz 1 schlägt er sich immer mal ab und zu, manchmal ist er Platz 1, manchmal ist hier Furaken Platz 1 und so weiter, das geht immer im Wechsel. Ja, auf jeden Fall, falls ihr euch Tipps annehmen wollt, dann von wem sonst als von dem höchsten Spieler im Spiel, ja, und ich habe ihn 5 Fragen gestellt. Die 5 Fragen werde ich euch jetzt zeigen. Das sind 5 Fragen, die ich von mir aus überlegt habe. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was hättet ihr den höchsten Spieler im Spiel gefragt, nach welchen Tipps und Tricks? Jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was unrelevant ist jetzt, wie viel Geld hast du in das Spiel gesteckt oder keine Ahnung. Das interessiert nicht, sondern wirklich die Spielweise. Was macht ihn wirklich so stark? Warum ist er der höchste Spieler mit so viel Abstand? Und 5 Fragen habe ich mir dafür überlegt. Falls ihr selbst Fragen habt, dann stellt es mal in die Kommentare. Vielleicht kriegt man das nochmal hin. Nochmal so eine Art, ja, Beantwortungsfolge davon zu drehen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich sage euch zuerst alle 5, also es könnte ein bisschen länger werden, das Video, weil ich werde alles detailliert, was er mir geschrieben hat, werde ich in diesem Video euch zeigen und auch sagen und besprechen. Deswegen lese ich euch mal ganz kurz die Fragen vor und danach beantworten wir jede einzelne Frage oder ich zeige euch und werde euch vorlesen, wie er darauf geantwortet hat. Die erste Frage, die ich gestellt hatte: Wie schafft man es mit 3 Accounts so weit oben in der internationalen Ehrenhalle zu stehen, vor allem in Bezug, dass du im Vergleich zu S1 erst auf S7, S8 und S9 angefangen hast, die Spieler dort aber schon mittlerweile überholt hast, ja? Also wie kann das sein, dass er nicht auf S1 jetzt beispielsweise angefangen hat und trotzdem erst auf 7, 8 und 9 und trotzdem schon so weit oben ist im Level? Das ist die erste Frage, die ich mir an ihn überlegt hatte. Dann die zweite Frage: Hast du dir Dungeons aufgehoben, um diese später zu legen, um länger was von guten Quests zu haben? Wenn ja, was hast du dir aufgehoben und ab wann hast du diese Dungeons gelegt? Ihr merkt, dass das ganze Video bezieht sich jetzt auf, das ist kein Anfänger-Video, kein Guide-Video, Anfänger-Guide-Video irgendwie. Das ist schon ein bisschen was für Leute, die sich mit dem Game länger schon beschäftigen und ein bisschen fortgeschrittene SF-Spieler, die schon ein bisschen weiter im Spiel sind so, ne, und sich mit der ganzen Thematik Late-Game und sowas auseinandersetzen und befassen. Ja, für die ist eigentlich das Video genau das Richtige. Aber natürlich können auch Anfänger hier was lernen, ganz klare Sache. So, die dritte Frage ist: Mit deinem Level nehme ich an, dass du ein XP-Spieler durch und durch bist. Stimmt das? Oder kam schon der Wechsel zum Goldspieler, oder ziehst du für immer XP-Quest vor? Und wie sehen deine Quests aus? Hatte ich ihn gefragt, was ist so das Höchste, was du noch an XP bekommst aus einer Quest und wie viel produziert deine Akademie Goldmine Stadtwache außerhalb des Gold-Events, ja. So ein bisschen ein paar Side-Facts hat mich auch noch interessiert, wie es bei ihm so läuft, jetzt momentan auf seinem Level.
Dann Frage 4, wählst du deine Quest bedacht aus? Gibt es dabei einen Algorithmus, den du verfolgst, wie man am besten Quest auswählt, um gute Quests zu bekommen? Oder nimmst du immer die, die im Gold-XP-Verhältnis am besten erscheint oder doch stumpf auf XP? Ja, das ist Frage Nummer 4. Und Frage Nummer 5, glaubst du, da man immer weniger Erfahrung bekommt, umso höher man im Level ist, es sich lohnt, irgendwann auf Gold-Quests zu wechseln? Wenn ja, wann wäre der Zeitpunkt? Und glaubst du, dass du mit deiner Strategie noch weiter so stark in der Rangliste vertreten sein wirst oder musst du was abändern? Ja, und dann hatte ich dann halt noch, er musste das halt nicht verraten. Wenn du das verraten willst wegen Konkurrenz, musst du das natürlich nicht. Ja, und er hat auf alle Fragen geantwortet. Und ich würde sagen, bevor wir lange rumschwafeln, legen wir direkt mal los mit Frage 1, weil ich denke mal, das Video wird lang genug gehen. Ja, also wie schafft man es mit drei Accounts in der Ehrenhalle zu stehen? Vor allem in Bezug darauf, dass er halt erst auf S8, S9 und S7 gestartet hat, ja, und die Spieler auf S1 schon überholt hat. Das hatte mich am brennendsten interessiert und darauf hatte er dann geantwortet. Ich werde auch jede Frage oder Antwort werde ich dann auch hier im Video einblenden. Und zwar hatte er darauf geschrieben, dass die Spieler auf den ältesten Servern praktisch keinen Levelvorteil mehr haben, hängt damit zusammen, dass das Spiel so ausgelegt ist, dass Spieler mit niedrigerem Level bei gleicher Spielweise konstanten Boden gut machen auf Spieler mit hohem Level. Ja, also das, was ich euch auch schon mal gesagt hatte, das Spiel ist dafür quasi ausgelegt. Ist egal, ob ihr am Anfang irgendwie reinpilzt, das hatte ich ja in meinem 500er Video gesagt. Am Ende des Tages zählt die Ausdauer und umso länger ihr spielt, umso weiter spitzt sich das oben zu. Ja, der jetzt schon hoch ist, der wird immer ein bisschen höher sein, allerdings wird der Abstand immer geringer. So, und das ist das, dieses immer weiter Zuspitzen, sag ich mal, im höheren Level, weil man immer die High-Levels immer weniger bekommen. Die nicht so high im Level sind zwar auch, aber immer noch mehr als die ja da oben schon sind, ne, wenn ihr versteht, was ich meine. An meinen 3 High-Levels kann man das sehr gut sehen. Die waren ursprünglich levelmäßig weit auseinander und bis Level 500 habe ich die genau gleich gespielt, was dazu führte, dass sie zu jenem Zeitpunkt fast gleich auf waren. Theoretisch sollte der Level höhere immer einen Vorsprung behalten, der einfach immer kleiner wird. Aber in der Praxis sind sie nach so langer Zeit irgendwann gleich hoch. Mein S9er hat momentan sogar leicht die Nase vor dem S8er, was aber reiner Zufall ist und sich auch wieder ändern kann. Mit dem S7er fahre ich seit Level 500 eine andere Dungeon-Strategie, sonst wäre auch der auf demselben Level wie die anderen beiden. Ja? Also ich werde hier jede Frage genau detailliert vorlesen, weil ich wirklich alles mitnehmen möchte, was er mir auch geschrieben hat. Und das möchte ich auch auf jeden Fall zelebrieren, weil wann hat man mal den höchsten, und ich würde auch mich so weit aus dem Fenster lehnen, die besten Shakes & Fidget-Spieler aller Zeiten, dazu, dass er Fragen von mir beantwortet, die ich ihm gestellt habe. Ja, deswegen zelebriere ich das Ganze hier auch auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr habt da auch auf jeden Fall ein bisschen Spaß dran. Das haben wir, sonst wären die, okay. Vielleicht erinnerst du dich ja an die Theorie jenes Kollegen auf YouTube, da hatte er mal einen Kommentar unter meinen Videos geschrieben. Und darauf wurde ich dann so ein bisschen auf ihn aufmerksam und bin dann mit ihm quasi so ein bisschen in Kontakt gekommen denn dadurch. Der meinte, ich hätte meinen Levelvorsprung bei Oktoberfest 2011 herausgeholt, wo man unendlich viel Alu trinken konnte, by the way. Damals war mein S7er etwas über Level 280, der S8er 10 Level dahinter und der S9er etwas mehr als 10 Level hinter dem S8er. Nach der 275er Bremse waren es dann auch 10 Level später noch, nach der 300er Bremse waren die 3 noch jeweils 5 Level auseinander und bei Level 400 waren es noch etwa 2 Level und so weiter. Also damals gab es noch andere Bremsen, als wie es die heute gibt, wie man die heute kennt. Die Server waren noch jung und die Levelunterschiede entsprechend groß. Auf den älteren Servern gab es schon etliche über Ü300er.
all diese Levelunterschiede sind in den letzten 8,5 Jahren dahingeschmolzen und selbst wenn einer bei jenem Oktoberfest 1 oder 2 Level auf einem anderen herausgeholt hat, ist davon schon längst nichts mehr übrig. Ja? Gleiche Spielweise bedeutet bei sehr alten Accounts gleiches Level, selbst bei einigen Monaten Altersunterschied. Bei gleicher Spielweise kann man zwar einen Rückstand aufholen, aber einen Vorsprung kann man sich so nicht erarbeiten. Ja, ein bisschen gerecht, also hat er sich ein bisschen so ein bisschen seine Meinung dazu beigepflichtet, weil er halt darauf angesprochen wurde, dass er halt bei diesem Oktoberfest-Event halt sich so eine Vorteile erschafft hat, ja, aber dadurch, dass das durch seine Antwort jetzt hat sich das eigentlich schon im Prinzip widerlegt, das Ganze, ja. Und da kommen wir auch schon direkt zur zweiten Frage. Ich muss mal nochmal ganz kurz hier meine Fragen aufmachen. Das Ganze ist hier natürlich auch ungeschnitten. Ja, für die Leute, es tut mir natürlich leid, aber ich werde so eine Timestamps in die also vor das Video dann packen, damit man das sehen kann, wann man zu welcher Frage kommt, damit, falls Leute eine Frage nicht interessieren, auch die zweite Frage nehmen können. So, Frage 2, hast du dir Dungeons aufgehoben, um diese später zu legen und länger was von guten Quests zu haben? Wenn ja, was hast du dir aufgehoben und ab wann hast du diese Dungeons gelegt? Erkläre ich nochmal ganz kurz von mir aus. Ich hatte ihn halt gefragt, weil umso höher man im Level ist, umso schlechtere Quests bekommt man ja ab Stufe 393. War das? Glaube ich, 393 müsste das gewesen sein. Und deswegen heben sich halt viele Leute vorher Dungeons auf, damit sie mit besserer oder ich sag mal, bessere Quests bekommen, um später dann nachher, wenn man dann schlechtere Quests hat, dann irgendwann die Dungeons zu machen, weil sonst kommt man ja schneller im Level hoch und man bekommt schlechtere Quests. Also man levelt schneller, langsamer, sozusagen, ja. Darauf hatte er Folgendes geantwortet. Meine Dungeon-Strategie war bei weitem nicht perfekt, aber sie war anscheinend aufs Level bezogen besser als bei den direkten Konkurrenten. Als mein S7er Level 200 wurde, bemerkte ich damals, dass es Bremsen gab. Vorher hatte ich Dungeons gepusht, um möglichst schnell 200 zu werden, ja, wie das eigentlich so die meisten gemacht haben. Durch ihn, zumindest glaube ich mal, kam das erst so mit diesen Dungeons aufheben so in die Welt. So, also davon hatte ich dann zuerst erfahren. Was sich nachträglich als Fehler entpuppte. Ab da habe ich dann jeweils gleich nach einer Bremse so viele Dungeons wie möglich gemacht und danach keine mehr bis zur nächsten Bremse. Besser wäre gewesen, nach 225 noch Dungeons zu machen und danach erst nach 300 wieder, aber damals wusste noch niemand, was uns bei Level 300 erwartet. Dieses Umdribbeln der Bremsen habe ich dann auch bei den 325er, 350er und 375er Bremsen durchgezogen. Kurze Zeit später wurden die 350er und 375er Bremsen rausgenommen und auch danach war erstmal keine mehr geplant. Das war natürlich ein gewaltiger Vorteil für die Spieler, die sich noch nicht durch jene Bremsen gequält hatten. Vor Level 400 habe ich wieder Dungeons gepusht, bis nichts mehr ging, um zu versuchen, als erster 400 zu werden und mit einer Dungeon-Etage mehr hätte ich es sogar geschafft. So wurde ich halt einen Tag nach Lichti vom Buffed-Server Zweiter. Also es ist auch so ein bisschen, sag ich mal, Geschichte, von Bad News Ron. Jetzt nicht nur Tipps und Tricks, sondern ich sag mal, das gehört auch mit dazu, wie er so seine Geschichte denn quasi uns kundtut, damit er dann nachher dann auch später zur Erklärung kommen kann, wie er denn was auch so geregelt hat. Ne? Also ist auch, finde ich auch auf jeden Fall sehr interessant, wie das Ganze früher so war. Kurz darauf wurde die neue XP-Kurve eingeführt, die alles auf den Kopf stellte und bewirkte, dass ich zuvor die lukrativsten Level im ganzen Spiel bezüglich XP mit Dungeons übersprungen hatte, was natürlich ärgerlich war. Ab da wurde die Dungeon-Strategie einfach, lange Zeit gar keine Dungeons mehr und ab ca. Level 460 nach Wirbelsturm-Etagen, sodass ich die Items der Hexe verkaufen konnte. Erst als ich mit dem schaffbaren Dungeons Level 500 erreichen konnte, habe ich jene gemacht, mit dem Ziel als erster 500 zu werden, was auch gelungen ist. Seit Level 500 spare ich nur noch mit dem S7er Dungeons auf, mit dem Ziel Level 600 First.
wobei auch da ab und zu eine Etage fällt wegen der entsprechenden Daily Quest und das, obwohl ich jeweils den Schild, die Waffe und die Waffe der Begleiter rausnehme. Ja, also es fällt trotzdem noch immer ein bisschen was wohl in den Free Tries. Die Dungeons werde ich wiederum zu dem Zeitpunkt machen, an dem ich Level 600 erreichen kann. Also so lange spart er sich noch was auf. Aber hier geht es auch um andere Maßstäbe. Heißt nicht, dass ihr euch auch Dungeons aufheben sollt, bis ihr irgendwie 600 erreichen könnt. Es geht einfach nur darum, Level 600 der erste zu werden, der Level 600 erreicht. Das sind nochmal ganz andere Maßstäbe. Mit den anderen beiden mache ich gelegentlich ein Free-Try. Pilze schmeiße ich dort keine in die Dungeons, da es ja nicht eilt. Dadurch sind sie momentan 5 bis 6 Level höher als der S7er, aber Dungeon bereinigt hat der S7er ein paar Level Vorsprung. Ich weiß gerade nicht genau wie viel, müsste ich mal nachrechnen. Ja, der S7er und der muss ich mal gucken hier. Der S8er und der S9er sind auf jeden Fall auf gleichem Level. Ja, die sind beide schon sehr, sehr gut dabei. Und der S7er ist momentan, so wie es jetzt, Standpunkt jetzt, ist noch ein bisschen hinterher. So, da kommen wir jetzt mal auch direkt zur dritten Frage. Mit deinem Level nehme ich an, dass du ein XP-Spieler durch und durch bist. Stimmt das oder kam schon der Wechsel zum Goldspieler? Also wieder die Fragen Gold versus EP, was ist besser? Oder ziehst du halt stur XP-Quests vor? Und wie sehen deine Quests aus? Was ist so das Höchste, was du noch an XP bekommst in einer Quest? Und wie viel produziert deine Akademie Goldmine Stadtwache außerhalb des Gold-Events? Klar musste ich die Frage auch stellen, was sagt der höchste Spieler dazu, zu dem Thema Gold und Erfahrung. War auf jeden Fall auch eine Frage, die unbedingt da irgendwie mit rein musste, was mich auch interessiert hat. Ich spiele konsequent auf Level, war seine Antwort, auch beim Gold-Event. Diesbezüglich bin ich ziemlich stur und lasse sogar Epics sausen für ein paar XP mehr. Und selbst ich bekomme schon sehr wenig XP und ich glaube mal, der Bad News One bekommt dann noch weniger. Die folgenden Zahlen gelten für 558. Das höchste, was man für 10 Alu bekommen kann, ist etwa über 1,7 Millionen XP, mit Ruhenbonus, aber ohne Hexenbonus. Die Akademie bringt gerade mal noch lächerliche 150.619 pro Stunde. Ich kann mal kurz gucken, was meine bringt. 238.255 bringt meine jetzige. Das Glücksrad bringt 112k, sag ich mal, klein bzw. groß 224k. Und ein Arena-Kampf bringt 375k, bei mir etwa so 390k noch. So. Ja, die Arena-Kampf und das Glücksrad habe ich da gar nicht mit reingezählt, aber das sind tatsächlich auch schon XP-Quellen, die ja sehr ausschlaggebend sind auf dem Level, die man auch nicht vernachlässigen darf, weil die normale Alu selbst gar nicht mehr so viel Erfahrung bringt. So, und ein Gildenkampf gegen eine Gilde mit mehr als 220.000 Ehre oder ein Gilden-Raid ab Raid 51 bringt 2,5 Millionen XP, sag ich mal, gerundet. Das heißt, die Akademie und das Glücksrad bauen wesentlich stärker ab als die übrigen XP-Quellen. Die Goldmine ist auf Stufe 45 und bringt 3,5 Millionen oder ist 3,6 Millionen, sag ich mal. Meine ist jetzt auch auf 45 und bringt aber nur knappe 2 Millionen. Das hängt halt damit zusammen, dass der gute Kollege 58 Level über mir ist. Ja, das ist aber ein krasser Unterschied, muss ich sagen. Goldgrube auf gleichem Level zu haben und trotzdem so einen fetten Vorteil alleine durch das Level zu haben. Ja, aber da stecken natürlich auch sehr viele Monate, Jahre zwischen diesen 58 Level. Ja, was die Stadtwache bringt, kann ich nicht direkt sagen, da es gerade Gold-Event ist. Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn die Frage gestellt hatte. Deswegen, aber er hatte es so ungefähr ausgerechnet, auf etwa 8 Millionen kommt so der Stundenlohn. Ja. Gut, sehr interessante Frage oder sehr interessante Antworten auf jeden Fall. Und da kommen wir auch schon direkt zur vorletzten Frage. Die wird sich jetzt ein bisschen strecken, weil die halt ein bisschen auch komplizierter ist. Wählst du deine Quest bedacht aus? Gibt es dabei einen Algorithmus, den du verfolgst, wie man am besten Quest auswählt, um gute Quests zu bekommen? Oder nimmst du immer die im Gold-XP-Verhältnis am besten erscheint oder doch stumpf auf XP?
Ja, weil es nämlich eventuell sein könnte, dass man so eine Art Algorithmus verfolgt. Ist ja bei den Quests auch so ähnlich von der Länge her, sag ich mal, dass wenn man die Quest annimmt, eventuell die Chance hat, dass das und das so kommen könnte. Da entwickelt man ja vielleicht auch schon ein Auge für, so mit der Zeit. So, er hatte geantwortet, der Hauptgrund, wieso meine Chars höher sind als die anderen, ist meines Erachtens mein Quest-Auswahlverfahren. Jetzt wird es halt wirklich interessant und auch kompliziert. Ich musste mir das auch ein paar Mal durchlesen, damit ich es so einigermaßen verstehe. Es ist wirklich relativ harter Tobak, aber wir versuchen uns mal durchzukämpfen, sag ich mal. Damit quetsche ich die entscheidenden paar Prozente mehr XP aus der Alu, was mir ermöglicht, gleich schnell zu leveln wie andere XP-Spieler, die ein paar Level niedriger sind, sodass ich meinen Vorsprung halten kann. Auf allgemeinen Wunsch habe ich vor etwa 9 Jahren mal in einem Gildenforum das Verfahren anhand von Beispielen erklärt. Da ich keine Lust habe, alles nochmal neu zu schreiben, kopiere ich hier einfach den Text. Also er hatte schon mal was dazu gesagt. Zahlen sind natürlich nicht auf heutige Verhältnisse anwendbar und außerdem habe ich das Verfahren über die Jahre hinweg verfeinert, indem ich die Spanne für die mittlere Quest-Kategorie immer weiter verkleinert habe. Aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. Ja, also lasst euch jetzt nicht von den Zahlen täuschen. Das sind halt Zahlen von, ja, ich weiß nicht, wann er den Beitrag dazu erstellt hat. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, schon eine Zeit her. Als erstes teilt man die Quests in 3 Kategorien ein. Also er teilt das Ganze in 3 Kategorien ein. Und zwar einmal die schlechten Quests, einmal die normalen durchschnittlichen Quests und gute Quests. Ja? In welcher Kategorie eine Quest fällt, hängt von ihrem XP-Alu-Verhältnis ab. Ja? Ab wann das XP-Alu-Verhältnis gut oder schlecht ist, hängt von jeweiligen Level und den Boni ab. Also man muss sich das vielleicht auch so ein bisschen selbst herbeileiten, ein bisschen selbst ausrechnen. Man muss die Grenzen zwischen den Kategorien also fortlaufend verschieben und nach den XP-Bremsen, was ja damals so war, muss man sich erstmal völlig neu eichen. Muss man jetzt nach 393 jetzt denn so nicht mehr. Je nachdem, wie gut man diese Einteilung hinbekommt, steigt oder sinkt der Nutzen dieses Quest-Auswahlverfahrens. Ja, also wie nimmt der höchste Spieler im Spiel seine Quests an? Jetzt kommen wir dazu. Beispiel hat er hier genannt. Bei Level 270 rum würde ich Quests zu den damaligen Zeitpunkt die 400.000 das ist so klein hier, 400, nee, oder das sind 4 Millionen, glaube ich, ja, das müssten 4 Millionen sein. Ja, 270 kriegst du, glaube ich, noch ein bisschen mehr, oder? Ich sage jetzt mal 400, das ist so klein hier, ne? Oder ist das 400, ja, wir sagen mal jetzt 400.000. Auch wenn es jetzt Millionen sind, müssen wir jetzt durch. Ja, ist ja auch nicht so wichtig, Hauptsache man erkennt den Hintergrund jetzt dahinter. Die Quests, die 400.000 oder mehr XP pro 2,5 Alu, ja, müsste vom Verhältnis her müssten es 400.000 sein, als gute Quest bezeichnen. Quest mit einem Verhältnis zwischen 300 und 400.000 XP pro 2,5 Alu würde ich zu den Durchschnittsquests zählen und alles, was weniger als 300.000 pro 2,5 Alu bringt, als schlechte Quest. Ja, so hat er das eingestuft. In den meisten Fällen ist klar, welche Quest man auswählen sollte. Wenn eine gute Quest dabei ist, nimmt man logischerweise die. Wenn eine normale und 2 schlechte zur Auswahl stehen, ist der Fall auch klar, dann nimmt man die normale. Bei 2 oder 3 normalen Quests nimmt man einfach die mit den besten XP-Alu-Verhältnis, egal ob es eine kurze oder eine lange Quest ist. Soweit so einfach. Bis hierhin machen es wohl die meisten Spieler so. Ja, habe ich bisher auch so gemacht. Jetzt kommen wir zu den kniffligeren Fällen. Angenommen, alle 3 Quests gehören in die Kategorie schlecht. Dann neigt man normalerweise dazu, die kürzeste zu nehmen, um Alu zu sparen. Das, muss ich sagen, habe ich auch immer so gemacht, damit man die Chance hat, später raus noch ein bisschen bessere Quests zu bekommen, um nicht eine schlechte Quest, sag ich mal, zu vergolden mit so viel Alu. Ja, also das habe ich gefühlt habe ich das auch schon immer so gemacht. Ich hatte halt das aber nie so eine krasse Statistik dazu aufgestellt. Man holt aber mehr XP aus seiner Alu, wenn man bei der Auswahl, die ich nenne es Differenzquest berücksichtigt. So, jetzt wird es halt ein bisschen tricky. Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Beispiel, ich habe eine 10 Alu-Quest, die 1 Million XP gibt. Das sind weniger als 300.000 XP pro 2,5 Alu, fällt also in die Kategorie
schlecht. So, wenn man das jetzt so ausrechnen würde auf die Alu bezogen. Weiter habe ich eine 5 Alu-Quest, die 490.000 XP gibt. Das ist vom XP-Alu-Verhältnis her die schlechtere Quest. Dann habe ich noch eine 2,5 Alu-Quest, die 100.000 XP gibt, was noch schlechter ist. Aber wenn ich die wähle, spare ich immerhin 7,5 Alu gegenüber der besten Quest. Und dieses 7,5 Alu kann ich besser investieren, deshalb nehmen viele in so einem Fall die 2,5 Alu-Quest. So, und das habe ich bisher auch immer so gemacht, muss ich sagen. Weil das vom Gefühl her, so ich nehme halt meine Quests immer nach Feeling an, so jetzt nicht, ich rechne das jetzt nicht immer jede Quest aus, das mache ich nicht. Ich gucke immer so, aha, ja, das stimmt so ungefähr vom Verhältnis, ist das und das und das und besser, dann nehme ich jetzt die Quest. So, jetzt geht's weiter. Da ich ja eine dieser Quests nehmen muss, sind diese 2,5 Alu also auf jeden Fall futsch. Aber man kann sich überlegen, ob es sich lohnt, noch 2,5 oder 7,5 Alu darauf zu legen für eine Differenzquest. Wir haben in unserem Beispiel 2 Differenzquests in Bezug auf die 2,5 Alu-Quest, nämlich eine 2,5 Alu-Quest, die 390k gibt und eine 7,5 Alu-Quest, die 900k gibt. Ja, beide Differenzquests fallen also in die Kategorie normal, aber die 2,5 Alu-Differenz für 390k ist wesentlich besser als die für 7,5 Alu-Differenz für 900k. Ergo würde ich jetzt in diesem Beispiel nicht die kürzeste, aber auch nicht die vom XP-Alu-Verhältnis her beste Quest wählen, sondern die mittlere 5 Alu-Quest. Ja, in Fällen, wo alle Differenzquests in die schlechte Kategorie fallen, nimmt man aber am besten die kürzeste Quest. So, also er hat sich denn im Prinzip hier für die 5 Alu-Quest anstatt der 2,5 Alu-Quest entschieden, weil es für ihn so eine Art Differenz-Quest ist. Habe ich bisher auch noch nie so gehört, aber ist wahrscheinlich auch ein Begriff, den er sich so selbst, ja, sag ich mal, zurecht geschustert hat, zurechtgelegt hat und beträgt quasi also, ja, den Inbegriff dann nochmal, anstatt eine komplette 2,5 Quest zu nehmen, nochmal 2,5 Alu raufzupacken, um dann eine Quest zu bekommen, die in die Kategorie normal fällt, als eine zu bekommen, die in die Kategorie schlecht fallen würde. Es ist ein bisschen schwierig zu verstehen auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich kann es immer noch nicht so ganz nachvollziehen, aber ich habe dann immer so das Gefühl, wenn man jetzt so eine ganz schlechte annimmt, bekommt man eventuell danach noch eine gute Quest, weil man halt weniger Alu gewastet hat. Das heißt, die Chance ist höher, neue Quests zu bekommen, wo bessere Quests mit dabei sind. Irgendwo ist das Ganze aber auch an einem Cap, dass das dann die schlechte Quest nicht mehr ausgleichen tut und dadurch eventuell besser ist, die 5 Alu-Quest der 2,5er vorzuziehen. So. Ist tricky, ja, gebe ich zu, aber ich hoffe mal, ich kann euch da so ein bisschen das vermitteln. Ich versuche es zumindest. Es ist wirklich schwer. Wir lesen erstmal weiter. Genau dasselbe Prinzip gilt auch, wenn ich 2 oder 3 Quests zur Auswahl habe, die in die Kategorie gut, also über 400k pro 2,5 Alu fallen. Angenommen, ich habe eine 5 Alu-Quest, die 1 Million XP gibt und eine 10 Alu-Quest für 1,9 Millionen XP zur Auswahl. Da ist die 5 Alu-Quest im Prinzip besser, ja, weil man ja 2 mal 5 sind halt, also 2 mal ergeben halt 10 Alu, ne? Also 5 plus 5 sind halt 10 Alu, ne? Und dann hat man halt die Chance 1 Million und nochmal 1 Million, das sind 2 Millionen, ne? Im Vergleich zur 10 Alu-Quest, die 1,9 gibt, hat man die Chance, mit 100.000 XP am Ende des Tages mehr rauszugehen. So, da ist die ja im Prinzip besser. So, aber es lohnt sich eben trotzdem noch 5 Alu draufzulegen, um die 10 Alu-Quests zu nehmen, weil man für diese 5 Zusatz-Alu immerhin noch 900.000 XP bekommt. Das ist eine Differenz-Quest, die in die Kategorie gut fällt und die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ich denke mal, jetzt hat man es auf jeden Fall gecheckt. Wenn man es vorher nicht gecheckt hat, hat man es jetzt gecheckt. So. Hoffe ich mal zumindest, ja. Wenn bei mehreren guten Quests die Differenzquests in die Kategorie normal oder schlecht fallen, nimmt man am besten
die mit den besten XP-Alu-Verhältnis. So war ein Auszug aus meinem, achso ja, das war ein Auszug aus meinem Quest-Guide von damals. Ja, also dadurch, dass man halt immer noch diese 5 Alu dann noch mit draufpackt, die 10 Minuten annimmt, weil die Differenzquest immer noch denn, oder ich sag mal, die 5 Alu, die man für 900k bekommt, immer noch in die Kategorie gut fallen und damit, ja, sag ich mal, legit sind zum Annehmen. Ja, ich hoffe, man hat es verstanden. Man hat natürlich auch die Chance, ja, wie ich schon sagte, auf diese 2 Millionen mit einer 5 und einer 5-Minuten-Quest, ne? Aber wie hoch ist die Chance? So, ne? Das ist halt die Frage. So, damit kommen wir jetzt auch zur allerletzten Frage, die ich Ihnen gestellt hatte. Und zwar, glaubst du, dass man immer weniger Erfahrung bekommt, so höher man im Level ist, es sich lohnt, irgendwann auf Goldquest zu wechseln? Wenn ja, wann wäre der Zeitpunkt? Und glaubst du, dass du mit deiner Strategie noch weiter so stark in der Rangliste vertreten sein wirst? Oder musst du was abändern? Wenn du das verraten willst, wegen deiner Konkurrenz, musst du das natürlich nicht. Und er hat mir darauf geantwortet: Es war ja schon immer klar, dass man am besten zuerst auf Erfahrung spielt und dann irgendwann auf Gold umsteigt. Die Frage ist nur, wann. Lange Zeit galt das Motto, je später, desto besser, da der XP-Spieler, der später auf Gold wechselt, einen Levelvorsprung hat und somit auf höherem Level Gold questen kann. Ja? Also umso höher man im Level ist, umso besser kann man quasi auf Gold questen. Ist halt die Frage, wann questet man auf Gold. Ne? Kann und so einen Skillrückstand sukzessiv in einen Vorsprung verwandeln kann. Wegen des Goldcaps ist das aber im absoluten High-Level-Bereich nicht mehr so. Also daran hatte er halt auch noch mit gedacht, ne, weil es halt ja eine wichtige Rolle spielt später. Je tiefer die Spieler in den gedeckelten Bereich eindringen, ja, desto weniger Zeit bleibt dem Level höheren Spieler, um seinen Skillrückstand aufzuholen. Dadurch, dass man halt gecapped wird oder halt gedeckelt sozusagen. Wenn nichts geändert wird, bekommen irgendwann alle Spieler ab einem bestimmten Level gleich viel Gold und ein höheres Level bringt dann nichts mehr. Also es lohnt sich nicht nur stur auf XP zu gehen. Mein Rat ist, bis ca. Level 500 auf XP zu spielen und dann auf Gold zu wechseln. Ich tue das zwar selbst nicht, ne? Und somit habe ich auf Dauer keine Chance, oben mitzuspielen, sagt er auch selbst, ja. Aber er hat sowieso andere Ziele, dadurch, dass er halt der höchste Spieler im Spiel sein möchte, so und auch als erster 600 erreichen will, gelten für ihn andere Prioritäten. Für euch solltet ihr auf jeden Fall bis Level 500 auf XP spielen und da so langsam anfangen, Goldquest zu nehmen, weil das lohnt sich dann schon, da in diesem Levelbereich Gold zu questen. Ja. Aber wenn alles so bleibt und man für alle Quests gleich viel Gold bekommt, ist das Spiel eh zu Ende. Deshalb spekuliere ich darauf, dass da zeitnah was Neues kommt und Leveln sich wieder lohnt. Ja? Also Leveln lohnt sich ja so oder so schon, ist nur halt die Frage ab wann. Und ich denke mal, das haben wir jetzt damit so einigermaßen geklärt, wann so ungefähr der Switch passieren soll. Es ist natürlich immer noch jedem selbst überlassen, wann und wie er halt umswitchen will. Ich persönlich hatte ja gesagt, ich queste ab Level 500 nicht stur auf XP, nicht stur auf Gold, sondern ich nehme die im Verhältnis mir am besten erscheint und so werde ich das Ganze handhaben. Wenn ich eine gute XP-Quest bekomme, werde ich die nehmen. Wenn ich eine schlechte XP-Quest bekomme, dann werde ich die nicht nehmen. Ja, dann werde ich dann vielleicht eine andere Quest bevorzugen, wo dann das Verhältnis ein bisschen besser ist, sodass dann quasi ich eventuell auch ein bisschen mehr Gold bekomme, ein bisschen weniger XP. Man muss halt gucken, wie so das Verhältnis stimmt. Ja? Lasst euch nicht verunsichern von irgendwas. Nehmt immer das, was euer Bauchgefühl am besten sagt, oder rechnet es per Dreisatz am besten einfach aus. Ja, das ist dann immer noch die einfachste Methode.
Ja, wir sind durch mit dem Video. Wir haben alle Fragen beantwortet. Über eine halbe Stunde ging das jetzt hier das Ganze, aber das hatte ich auch schon in etwa so erwartet bei solchen interessanten Themen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Fragen zu den jetzigen Themen habt. Ob ihr noch Fragen an Bad News Ron, aka Don Serapio habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video ist eine Hilfe für viele Leute und ich hoffe mal, dass meine Fragen einigermaßen gerechtfertigt waren. Wie gesagt, das waren die Fragen, die ich mir gestellt habe, die ich mir vorher überlegt habe, lange, was könnte man den besten Spieler in Shakes & Fidget fragen. Das sind die 5 Fragen von mir. Und ja, ich hoffe mal, dass man da noch einiges von mitnehmen konnte. Das war's soweit und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, dann lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Bedankt euch bei Bad News Ron für seine Mühe, die er sich gemacht hat, um so ausführlich quasi seinen Playstyle und seine Geschichte uns hier zu präsentieren. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Vielen lieben Dank, dass das möglich war an der Stelle und damit bin ich raus. Ich beende das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.